From French cleat to multi-build. Hallo aus meiner Werkstatt. So sah bisher meine Werkzeugwand basierend auf French Cleat aus. Obwohl das French Cleat-System für seine Robustheit und Belastbarkeit bekannt ist und daher zu Recht in vielen Werkstätten als Standard gilt, steht für mich die optimale und flexible Raumausnutzung an erster Stelle. Wenn man sich meine French Cleat-Wand ansieht, wird schnell deutlich, dass viele Flächen schlichtweg nicht optimal genutzt werden. Warum wechsle ich zu Multibuild? Multibuild ist ein hochgradig modulares, 3D-gedrucktes Organisations- und Aufbewahrungssystem, das flexibel an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann und mit den eigenen Anforderungen mitwächst. Es besteht aus mehreren Subsystemen wie Multiboard, ein Wandplattensystem auf Basis eines 25 mm Rasters, und Multibin, ein Behälter- und Schubladensystem, wobei alle Teile kostenlos herunterladbar, ohne Stützmaterial druckbar und einfach miteinander kombinierbar sind. Entwickelt wurde das System von Jonathan, Kanal Keepmaking, und es trägt seit März 2026 den neuen Namen Multibuild. Zuvor war es als Multiboard bekannt, was jedoch zunehmend zu Verwirrung führte, da das System längst weit mehr als nur ein Bordsystem umfasst. Die Multibuild-Website bietet einen komfortablen Kalkulator, mit dem sich die exakten Abmessungen einer beliebigen Fläche für Multiboard-Panels berechnen lassen. Bei der Wahl der Montagefläche empfiehlt es sich, in einem 200 mm Raster zu planen, da dort die Standardgröße von 8x8 Tiles optimal passt. In meinem Fall mit einer Fläche von 2200 x 600 mm ergibt das 11x3 gleich 33 8x8 Tiles. Dabei stehen verschiedene Montagevarianten zur Auswahl. Wer überwiegend Packhalterungen verwenden möchte, sollte bei der Wahl der Methode jedoch aufpassen. Multiboard-Panels benötigen dann zwingend einen Abstand zur Montagefläche. Die Simple Flush Methode, bei der die Panels direkt auf eine Fläche geschraubt werden, scheidet daher aus, da sie nicht mit den Packhaltern kompatibel sind. Aktuell verfügbar sind die Methoden Offset Pillar und Offset Snap. Bei Offset Pillar erfolgt die Befestigung über die kleinen Löcher, was bei überwiegender Nutzung von Packboard-Haltern weniger optimal ist, da diese Löcher dann nicht mehr für Halter genutzt werden können. Ich habe mich daher für die Offset-Snap-Variante entschieden. Hier werden die großen Löcher zur Befestigung der Tiles verwendet, sodass alle kleinen Löcher vollständig für die Packhalter verfügbar bleiben. Bei den Tiles stellt sich außerdem die Frage, ob man durchgehend Tiles mit glatten Rändern verwenden möchte. Das hat den Vorteil, dass alle Tiles identisch gedruckt werden können, allerdings reduziert sich dadurch die Anzahl der nutzbaren Packlöcher und man muss die fummeligen Dual-Clips für die Verbindung der Tiles verwenden. Die volle Anzahl nutzbarer Packlöcher steht nur bei der Advanced-Version mit Snap-Montage zur Verfügung. Auf den ersten Blick wirkt die Verwendung von Advanced Tiles komplizierter, da man genau darauf achten muss, welche Variante wie oft gedruckt und wo sie platziert wird. In der Praxis ist es jedoch ganz einfach und sollte niemanden davon abhalten, diese Version zu wählen. Erwartungsgemäß dauert der Druck der 33 Tiles einige Zeit. Sie machen den Hauptanteil der zu druckenden Komponenten aus, sowohl was Zeit als auch Material betrifft. Auf der Multibuild-Webseite finden sich einige Tipps zu den optimalen Einstellungen. Als Filament wird mattes PLA empfohlen. Ein einzelnes 8x8 Teil dauert bei meinem 3D-Drucker mit moderaten Druckeinstellungen etwas über 10 Stunden. Die Druckzeit ist natürlich individuell und abhängig von den Slicer-Einstellungen und dem verwendeten Drucker. Effektiv habe ich pro Tag einen Teil gedruckt. Man sollte sich also bewusst sein, dass dies kein Projekt für ein Wochenende ist, sondern dass es Wochen oder sogar Monate dauern kann, bis alles fertig gedruckt ist.
Ein 8x8-Teil wiegt ca. 77 Gramm, was bei 33 Teils ungefähr 2,5 Kilogramm Filament ergibt und somit ca. 30 bis 40 Euro kostet. Dazu kommen noch die Snaps sowie die Schrauben für die Befestigung auf der Holzplatte. Für die Montage müssen wir zunächst Platz schaffen und das alte French-Cleat-System entfernen. Ich hatte damals für meine French-Cleat-Wand zwei 18 mm starke Fichten-Leimholzplatten aus dem Baumarkt gekauft und an die Wand gedübelt. Diese Holzplatten sind nun die ideale Grundlage für meine Multiboard-Wand. Am einfachsten ist es, abschnittsweise die Teils mit den Snaps auf einer stabilen Unterlage zusammenzusetzen. Ich habe mich entschieden, für die Part A, Single, Dual und Quad Snaps die neue Flush-Variante DS Part B zu verwenden. Damit ist die gesamte Oberfläche der Multiboard-Wand gleichmäßig eben. Die sehr flachen Snaps sind bei der Montage allerdings ziemlich empfindlich und gehen leicht kaputt. Man sollte daher unbedingt dieses kleine Tool verwenden, um die Part B Snaps schadlos in den Part A einrasten zu lassen. Die Montage der fertigen Panels an der Wand ist danach kein großer Aufwand mehr. Nun ist es an der Zeit, die Multiboard-Wand mit Halterungen und Haken zu bestücken. Da das Multibuild-System offen ist, gibt es bereits tausende Community-Beiträge, die mit dem Multibuild-System kompatibel sind und kostenlos von der Thanks-Webseite heruntergeladen werden können. Beim Bestücken der Wand habe ich mir angewöhnt, jeden Packhalter vor dem Einrasten in den entsprechenden Löchern etwas hin und her zu drehen. So lassen sich etwaige Filamentreste, die durch Stringing entstanden sind, einfach entfernen. Ich zeige euch die Teile, die bei mir am besten funktionieren und die ich derzeit an meiner Multiboard-Wand verwende. Wenn ich einmal keine passende Lösung gefunden habe, habe ich sie mit Fusion 360 selbst konstruiert. Die entsprechenden Step-Dateien sind auf Thanks bereitgestellt, damit eigene kompatible Lösungen entwickelt werden können. Meine eigenen Halter und Erweiterungen findet ihr ebenfalls auf thanks.com. Alles wird natürlich im zugehörigen Beitrag auf meiner Webseite verlinkt. I opened up the box today. 1,000 parts came out to play. Screws and clips and rails galore. I swear I've never seen this much before. I stack them left, I stack them right. Been sorting pieces half the night. My garage is full from wall to wall, and I haven't even started yet at all. Multi-build, multi-board, multi-bin. Where do I even begin? Don't despair and don't you fret. Ask Paradise. Best advice you'll get. Multi-build, multi-board, multi-bin. Tidy chaos. Let the build begin. Goes into slot B, or was it C, or maybe D? The instruction sheet says simple fit. Yeah, right, I can't make sense of it. My cat is sitting on part 9. My coffee's cold, but I'm doing fine. 1,000 pieces, one big dream. It's less chaos than it might seem. Multi-build, multi-board, multi-bin. Where do I even begin? Don't despair and don't you fret. Ask Paradise. Best advice you'll get. Multi-build, multi-board, multi-bin. Tidy chaos. Let the build begin. So
services and have more creative functionality than I can even begin to mention. Be it in a kitchen, workshop, office, or hallway, I truly encourage you to explore French cleats. Are you kidding me?